Ich war mein ganzes Leben lang ziemlich lost. Ungute Beziehungen, Ängste, das Gefühl für nichts Zeit zu haben, ultra unordentlich, komme immer zu spät. Ich konnte meine Versprechen an mich selber nie halten, basically, und habe nie geschafft, das zu machen, was ich mir vorgenommen habe. Aber letztes Jahr hat sich alles eingerenkt. Ich habe jetzt im Großen und Ganzen Kontrolle über mein Leben, über meine Gefühle, über meine Beziehungen. Und die Quelle, aus der das alles entsprungen ist meine ADHS-Diagnose im September 24. Ich will euch von meiner Story erzählen, warum eine ADHS-Diagnose so extrem wichtig ist, vor allem für Frauen. Herzlich willkommen bei Nachts allein, dem Kanal für Selbstwert, ADHS und Dating für Frauen. Mein Name ist Angelika, ich bin Psychologin und vor allem eine Person, die gerne ihr eigenes Brain hackt und anderen Frauen zeigen will, wie das geht, damit wir alle ein selbstbestimmteres Leben führen können. Wenn ihr mehr zu ADHS, Feminismus, Dating, Selbstwert sehen wollt, lasst ein Abo da. Dann kriegt ihr alle 2 Wochen ein Video von mir in euren Feed geschwemmt und könnt mir beim Quatschen zuhören. Vielleicht ist ja was Interessantes für euch dabei. Ich war als Kind ein verträumtes Mädchen. Ich bin nicht so arg aufgefallen, aber in meinem Gehirn ging es halt die ganze Zeit ab. Ich war sehr kreativ und ich habe vor allem gern gezeichnet und dann gab es eine Story irgendwie aus meiner Kindheit, an die ich immer wieder denken muss. Und zwar hatten wir Religion und unser Religionslehrer war ultra angepisst, weil irgendwie viele Leute, meistens Jungs wahrscheinlich, in diese Gesangsbücher an den Rand immer Schwänze reingemalt haben. Und er meinte, während dem Singen hat niemand einen Stift in der Hand. Und ich war irgendwie abwesend. Also ich habe es eh mitbekommen, aber irgendwie war ich verträumt und hatte dann einen Stift in der Hand und dann hat der Typ mich so geschimpft, dass ich geweint habe. So ein Motherfucker, aber ja, das illustriert nur einen Moment, in dem ich einfach irgendwie woanders war. Das ist schon mal der erste Punkt, den ich ansprechen will. Verträumte, verquasselte Mädels fallen oft nicht auf. Es ist einfach irgendwie so ein Standardding zu sagen, Frauen reden viel. Dabei kann man in Studien scheinbar feststellen, dass Frauen und Männer genau gleich viel reden. Und laute Jungs fallen auf. Mädels sind einfach generell ein bisschen weniger laut, weil unsere Stimmen auch nicht so dröhnen wie Männerstimmen. Aber wenn wir viel quasseln, dann ist es einfach, sind halt Mädchen, die reden halt viel. Obwohl es Bullshit ist. Wie gesagt, wir reden gleich viel. Jungs dürfen laut sein. Das ist auch so ein Punkt. Und wir dürfen nicht laut sein. Uns wird gesagt, setz dich hin, sei leise, sei ruhig. Beschäftige dich selber. Während die Jungs rausgehen, rumlaufen, laut sind. Man merkt es vor allem in Menschengruppen, die noch patriarchaler geprägt sind. Diesen krassen Geschlechtsunterschied. Was Jungs dürfen, was Mädchen dürfen. Die Mädels müssen dann auf die anderen Kinder aufpassen. Die Jungs dürfen rausgehen, draußen bleiben, solange sie wollen. Das ist einfach fucking unfair. Da bin ich froh, dass ich keine Brüder hatte, sonst wäre ich wahrscheinlich ausgeflippt, wenn die mehr hätten dürfen als ich. Das führt aber einfach dazu, dass Mädels eher implodieren, als dass sie explodieren. Und dass sie erst viel später ihre Diagnose bekommen oder die Hilfe, die sie brauchen. Weil ADHS haben ist nicht leicht. Und es ist so witzig, wenn ich dann Videos anschaue, die Mädels und ich in meiner Jugend zusammen gefilmt haben. Die würden echt geil performen auf TikTok, weil es ist einfach nur Brainrot und okay, hahaha, bla 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 bla. Dies, das, irgendwelche Reime, irgendwelche Wortspiele auf einmal. Boom, springen wir auf, sind auf einem Skateboard, fahren auf einmal irgendwo hin und die Übergänge sind so schnell, ich komme da selber nicht mehr mit. What the hell, es ist rückblickend so obvious, dass ich ADHS hatte und meine Freundinnen auch. Das ist mal der erste Punkt, warum ADHS-Diagnosen wichtig sind. Einfach um die Ungleichheit zwischen Jungs und Mädels aufzuheben. Zweiter Punkt, ich habe Ewigkeiten gedacht, ich wäre dumm. Weil ich einfach immer schon hibbelig war und ein bisschen loses Mundwerk hatte und halt quirlig und gut drauf und so. Es wurde so oft interpretiert von Leuten, dass ich dumm wäre. Das Gegenteil ist gezeigt worden im ADHS-Test. Da ist auch ein Intelligenztest dabei. Ich bin überdurchschnittlich intelligent. Und das ist auch kein Surprise. Die meisten Leute, die ADHS haben, sind sehr empfindlich und sehr aufnahmebereit. Das heißt nicht, dass es bei allen so ist, aber es war schön festzustellen, nein, ich bin nicht dumm. Und hätte ich diese Diagnose einfach früher gehabt, dann hätte ich mir Jahre erspart an das Gefühl haben, ich bin minderwertig und dumm. Und das macht sehr viel und das bringt sehr viel. Wir sind vor allem sehr sensible Menschen. Wenn wir dann irgendwie Ablehnung erfahren, wie zum Beispiel, du bist dumm oder du bist komisch, dann trifft uns das halt ultra hart. Und hätte ich das einfach früher gewusst, dass ich so bin, dann hätte ich mir viel Leid ersparen können. Okay, Punkt 3, Uni war extrem schwer. Es war extrem schwer, Sachen zu lernen, die ich langweilig fand. Hätte ich die Diagnose damals schon gehabt, hätte ich verstanden, dass ADHS haben bedeutet, extreme Aversion, also Abneigung gegen Langeweile. Es ist so krass, man kann sich maximal in Sachen reinsteigern, die man interessant findet. Das nennt sich dann Hyperfokus. Und Sachen, die man langweilig findet, da ist wie so eine innere kranke Abwehr, als wäre das irgendwie was Schlimmes, als würde dich jemand zwingen, deine Hand auf die heiße Herdplatte zu tun. So wenig hast du Bock, irgendwas zu machen, was langweilig ist. Und mein Studium generell war voll interessant. Ich habe Psychologie studiert und ich habe auch einen Master gemacht, also ich habe das über 5 Jahre gemacht. Und das war cool und in meiner Masterarbeit habe ich mich auch mit dem Thema beschäftigt, was ich eigentlich nie wirklich irgendwie interessant fand, Arbeits- und Organisationspsychologie. Ich habe Führungskräfte und
Mitarbeitende gegeneinander sich vergleichen lassen und so weiter, bla bla bla. Es war alles okay, aber es war jetzt nicht besonders spannend. Und dann bei der Auswertung habe ich gemerkt, dass meine Auswertungsmethode nicht funktioniert und ich musste mir eine aneignen, die wir in der Uni nie gelernt haben. Und da habe ich mir das einfach selber angeeignet und mich da so reingesteigert, dass ich in der Masterarbeit eine 1 bekommen habe und die waren auch voll Fans bei mir in der Verteidigung und so. Für Leute, die es nicht wissen, man schreibt so seine Arbeit und dann gibt man die ab und dann hat man sozusagen wie so ein Interview, wo einen dann die Professoren Fragen stellen und basically halt noch mehr wissen wollen dazu, manchmal auch so ein bisschen herausfordern und so weiter und da waren die halt auch voll interessiert und es war voll cool. Und sonst habe ich in der Uni, also im Master vor allem, nicht so gute Noten geschrieben. Viele Dreier und die 1 hat es dann so rausgehauen, dass ich einen 1,88 Durchschnitt hatte. Nur weil ich mich da so massiv reingesteigert hatte und alles andere war so ein bisschen so, keine Ahnung. Und hätte ich die Diagnose damals schon gehabt, hätte ich gewusst, wie ich mich strukturieren muss, was ich machen muss, damit Lernen für mich einfacher ist. Weil wenn ihr selber ADHS habt, werdet ihr merken, wenn ihr versucht, euch irgendwie so Tipps anzueignen zur Ordnung und Struktur, die für normale Menschen, also so neurotypische funktionieren, dann funktionieren die bei uns oft nicht. Und hätte ich das früher gewusst, wäre alles einfacher gewesen. Übrigens an dem Punkt, wenn euch das gefällt, was ich euch hier erzähle, lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Okay, Nummer 4. Arbeit. Im Leben ist es extrem wichtig, eine Arbeit zu finden, die uns irgendwie einen Sinn gibt. Für manche Leute ist es auch voll okay zu sagen, scheiß auf Arbeit, ich gehe einfach hin, damit ich Geld verdiene und das ist voll in Ordnung. Für viele andere Menschen ist es aber so, das muss irgendwie sinnstiftend sein. Und ich finde beide Lager okay und ich war auch irgendwie beide Lager. Früher war ich so, egal, muss einfach nur Geld verdienen und jetzt bin ich so, nein, es ist extrem viel geiler, einen Job zu haben, der einen Sinn gibt. Wenn man Geld verdient mit irgendwas, was man sinnvoll findet, das ist ein ganz anderes Leben, ohne Scheiß. Und früher habe ich mir das nicht vorstellen können, so eine Arbeit finden zu können, weil ich erstens nicht wusste, wer ich bin, zweitens einfach maximal überfordert war von Zukunftsplanung und das ist auch so ein ADHS-Ding. Planen ist schwer, priorisieren ist schwer. Wenn man dann mit vielen Infos auf einmal überschüttet wird, ist es voll schwer zu verstehen, wo muss ich anfangen, was muss dann als nächstes gemacht werden, mit wem muss ich reden und so weiter. Und da war es wirklich so, als ob es mir ein Licht ausschaltet. Oder mir einen Ganzkörperkrampf gibt innerlich, wenn ich so mit den ganzen Informationen konfrontiert war, wie zum Beispiel, okay, wie mache ich nach meinem Studium noch die Ausbildung zur Therapeutin und wie viel das noch beinhaltet. Und da war ich so, egal, mache ich nicht, ich bleibe einfach in meinem Bürojob, den ich nebenbei gemacht habe seit Jahren, scheiß drauf. So, weil ich einfach so massive Angst bekommen habe und so überfordert war und mir dachte, wie können andere diesen Weg gehen? Meine ganzen Kommilitoninnen, also Mitstudierenden, die machen das ja auch, wieso kriege ich es dann nicht hin und so. Und hätte ich gewusst, dass ich ADHS habe, hätte ich gewusst, warum. Und dann wäre es auch leichter gewesen. Weil das ist auch so ein Ding, da hilft ein Medikament. Ich habe ein Medikament, das nennt sich Bupropion. Das nehme ich ein und das macht diese Überforderung weg. Und das macht die Angst weg. Es ist eigentlich ein Antidepressivum, aber es hilft dann auch bei ADHS-Symptomen. Und mir hilft es, dass es diese Angst wegmacht. Ich kann jetzt ruhiger das Ganze betrachten von etwas und Schritt für Schritt die Schritte gehen, die es braucht, um ans Ziel zu kommen. Und seitdem geht es mir auch viel besser. Ich habe einen viel besseren Job als früher. Ich kann in diesem Job eigentlich mich selber mehr organisieren und Sachen planen und selber durchziehen, weil ich in meinem Job sehr viel selber machen muss. Und das ist extrem cool. Und manchmal macht es mir voll Angst und dann nehme ich mich irgendwie sehr schwer ran und bin sehr perfektionistisch. Also man kriegt das Ganze auch nicht komplett weg oder so. Aber es geht viel besser und ich mache Sachen, die hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. Das ist ziemlich cool. Und dann ist es halt so, wow, was wäre ich jetzt? Wer wäre ich jetzt? Wo wäre ich jetzt? Hätte ich das schon immer gewusst. Goddamn, ich wäre jetzt Lady Gaga oder so, ohne Witz. Niemand kann Lady Gaga sein, ihr wisst, was ich meine. Und Punkt 5, und das ist irgendwie in meinem aktuellen Lebensabschnitt besonders wichtig, ich kann dieses Wissen an meine eigenen Kinder weitergeben. Ich verstehe, dass ich ADHS habe und wer ich bin. Ich verstehe, was das bedeutet. Und ich verstehe, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass wenn ich mal ein Kind habe, dass es dann höchstwahrscheinlich auch ADHS haben wird. Und ich weiß, wie ich damit umgehen muss. Und ich weiß, wie ich meinem Kind das Gefühl gebe, wertvoll zu sein und okay zu sein, wie es ist und wie ich ihm helfe oder ihr helfe, ihr Leben zu strukturieren und zu schaffen, zu machen, was man einfach manchmal machen muss im Leben und worauf man keine Lust hat. Und ich freue mich so drauf, irgendwie mit einem Kind zusammen dann zu entdecken, wer sie ist und ihr einfach dabei zu helfen und ihr zu sagen, hey, du bist so und das ist vielleicht ein bisschen anders, aber es ist cool. Und es ist nichts, was Schlimmes. ADHS haben ist schlimm, wenn man damit allein gelassen wird und wenn weder du weißt, dass du es hast, noch deine Eltern wissen, dass du es hast und basically, dass sie es wahrscheinlich auch haben. Ich weiß, dass eine Person aus meinen Eltern, es ist eine von meinen Elternteilen, das höchstwahrscheinlich auch hat. Und wie anders wäre ihr Leben gewesen von dieser Person, hätte sie es gewusst, dass sie es selber hat. Und hätten ihre Eltern das gewusst und deren Eltern und so weiter. Und das ist extrem wichtig, einfach, dass hier das Wissen verbreitet wird und deswegen sitze ich auch gerade hier und laber darüber. So viele Selbstzweifel verschwinden dadurch, wenn man es weiß. So viel Scham. Und Scham knüppelt einen einfach. Scham ist das Schlimmste. Und
Oft fühlen wir Scham und wissen gar nicht, was es ist. Wir denken, Scham ist nur, wenn irgendwie, keine Ahnung, Slapstick-mäßig ist, irgendwo drüber stolper und jemand sieht es und ich werde rot und es ist peinlich. Aber es gibt auch noch diese tiefe Scham, die in uns drin sitzt, in den Knochen, die uns das Gefühl gibt, ich bin eine Schande auf eine Art. Und das Gefühl kriegt man teilweise, wenn man ADHS hat und es nicht weiß. Es geht ultra deep, weil wir so sensibel sind auch die Gefühle, die wir fühlen, oft sehr stark. Wir haben nicht gelernt, mit umzugehen, wir haben nicht gelernt, sie zu regulieren. Und wenn wir Kinder bekommen und ihnen die Skills beibringen können, die wir gelernt haben zur Selbstregulation, dann können sie sich besser regulieren und dann sind die ADHS-Symptome auch nicht so stark. Und ich bin extrem gespannt darauf, was für einen Effekt das eben haben wird auf mein Kind, wenn ich ihr dann beibringe, sich selber zu regulieren, sich selber zu sortieren, ihre Sensibilität zu verstehen, ihre besondere Art und ihr dabei helfen kann, selbstbewusst einfach was ganz Besonderes zu sein. Zum Schluss will ich euch noch 2 Bücher empfehlen, und zwar einmal Scattered Minds von Gabor Mate, das ist extrem geil, das höre ich gerade, ich zeige euch hier die deutsche Version, und Frauen und Mädchen mit ADHS. 2 sehr gute Bücher, was ADHS angeht. Scattered Minds ist so ein bisschen therapeutisch, weil er ist halt selber Therapeut und so, also, aber Mädchen und Frauen mit ADHS ist ganz simpel, für alle verständlich geschrieben. Das war das erste Buch, was ich angehört habe zu dem Thema und das kann ich euch sehr ans Herz legen, also pfeift euch das unbedingt mal rein. Genau, sagt mir, habt ihr selber ADHS, habt ihr die Diagnose, hofft ihr auf die Diagnose, lasst es mir in den Kommentaren da und ich freue mich drauf, das nächste Mal wieder mit euch zu quatschen und bis dahin einen schönen Tag, ciao!